Wir haben in einem vorherigen Video gesagt, dass der Garten Eden im Buch Genesis, in diesem ersten Buch der Bibel, ein Bild ist für diese Intimsphäre zwischen Mann und Frau. Jetzt gibt es aber in diesem Garten sehr viele Bäume, von denen Adam und Eva essen dürfen. Nur es gibt einen Baum, von dem sie nicht essen dürfen. Da gibt es ein Verbot drauf auf diesem Baum. Und das ist anscheinend gibt es uns den Eindruck, ist schon wieder nicht Gott und Gebote und Verbote und so und Einschränkung der Freiheit. Aber eigentlich ist es etwas Wunderschönes, weil es zeigt, dass der Mensch frei ist. Du kannst nur einem Menschen etwas verbieten. Du kannst den Baum nicht verbieten, auf einen anderen Menschen draufzufallen. Du kannst vielleicht versuchen, aber es hat wenig Auswirkung. Das heißt, nur der Mensch ist frei. Und was jetzt zum Vorschein kommen möchte, ist, dass Freiheit etwas mit Verantwortung zu tun hat. Jetzt sorry für dieses Beispiel. Jeder hat halt die Beispiele, die man hat, nicht? Jetzt ich als Kanadier von unserer Ranch war es so, dass wir uns wahnsinnig aufgeregt haben, wenn die Bullen zur falschen Jahreszeit ausgebrochen sind aus ihrem Gehege und die Kühe schwanger gemacht haben, sodass wir bei minus 50 Grad dann Kälber hatten. Das hat uns sehr aufgeregt. Aber wir haben die Bullen nicht ins Gefängnis gesteckt und sogar nicht vor Gericht gebracht. Warum? Weil sie einfach ihre Instinkte folgen. Weil du kannst den Bullen nicht ein Verbot aussprechen. Du kannst es versuchen, aber es hat auch wenig Auswirkungen. Aber mit Menschen ist es ganz anders. Und das ist etwas nicht jetzt Schreckliches und Furchtbares, sondern es zeigt einfach die Verbindung, die da ist zwischen Freiheit und Verantwortung. Jetzt gibt es diese beiden Elemente, aber es gibt noch ein drittes Element, in was ich nennen würde eine gute Regel für eine Beziehung, ein Beziehungsdreieck, wenn man so will, oder 3 Säulen für eine Beziehung, und das ist halt die Liebe. Und die Liebe hat natürlich mit Freiheit zu tun, das wissen wir, nicht, weil ich nicht jemand sagen kann, du musst mich jetzt lieben. Liebe kann man nur frei schenken, also Freiheit und Liebe sind sehr eng verbunden, das ist klar, aber es gibt eben auch eine Beziehung jetzt zwischen Liebe und Verantwortung, weil Verantwortung und Freiheit ja zusammenhängen und Freiheit und Liebe. Jetzt gibt es halt noch diesen drittes Element, diesen dritten sozusagen Teil des Dreiecks zwischen Liebe und Verantwortung. Das sieht man zum Beispiel in einem One-Night-Stand. Dort möchte man überhaupt keine Verantwortung übernehmen für den anderen, weil ich möchte frei sein, aus dieser Beziehung wieder wegzugehen. Und deswegen kann in diesem Moment eigentlich auch keine Liebe für den anderen Menschen vorhanden sein. Das heißt, diese 3 Aspekte sind halt wahnsinnig wichtig für eine Beziehung. Liebe, Freiheit und Verantwortung. Und je mehr ich jemanden liebe, desto mehr will ich ja Verantwortung für den anderen. Wie schrecklich ist es, wenn derjenige, der mich liebt, mir sagen würde, es ist völlig wurscht, was du machst. Ich interessiere mich nicht und du kannst tun, was du willst und ob dir etwas passiert, ist mir auch egal. Das wäre ja schrecklich. Ich möchte gerade die Verantwortung und ich habe die, weil ich frei bin. Und ich wünsche uns allen, dass die Beziehungen, die Freundschaften, die wir aufbauen, immer mehr auf diese 3 Säulen aufgebaut sind.